Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Prozess gegen den früheren Bundespräsidenten Wulff wird heute eine Vorentscheidung erwartet. Das Landgericht Hannover hatte angekündigt, die Beweisaufnahme schließen zu wollen und noch im Januar ein Urteil zu sprechen. Dagegen wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft neue Beweisanträge stellt. Wulff wird Vorteilsannahme vorgeworfen, weil ein befreundeter Filmunternehmer Kosten für seinen Besuch des Oktoberfestes 2008 übernommen haben soll. Zum Stand im Wulff-Prozess nun live aus Hannover meine Kollegin Sarah Tacke. In diesen Minuten beginnt der 10. Prozesstag im Fall Wulff und Christian Wulff war wie an den anderen Tagen auch wieder relativ früh da, begleitet von seinen beiden Strafverteidigern eine halbe Stunde vor Prozessbeginn. Und das Interesse ist ungebrochen groß, denn heute wurde womöglich der letzte Zeuge im Fall Wulff gehört, zumindest wenn es nach dem Richter geht, ein Ermittler des Landeskriminalamtes, der die Ermittlungen geleitet hat im Fall Wulff. Und deshalb erhofft sich der Richter von ihm nochmal viele Details zum Verhältnis Wulff-Groenewold, um hier klären zu können, ob es ein korruptes Verhältnis zwischen den beiden war oder nicht. Und die entscheidende Frage heute ist aber, ob die Staatsanwaltschaft noch mal Beweisanträge stellen wird und ob die den Richter überzeugen. Ansonsten gibt es in der kommenden Woche Plädoyers und dann in der übernächsten Woche ein Urteil, das in diesem Fall womöglich ein Freispruch ist. Mit Lob, Anerkennung und Respekt haben ehemalige Mitspieler, Funktionäre und Politiker den früheren Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsperger gewürdigt. Er hatte gestern in einem Interview seine Homosexualität bekannt gemacht. Inzwischen hat Hitzelsperger seine Beweggründe noch einmal erläutert. In einem Video auf seiner Internetseite erklärte er, mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit wolle er jungen Spielern Mut machen. Ich denke aber, dass junge Spieler heute, die sich viel früher vielleicht im Klaren sind über ihre Neigungen, die es eben tun können. Sie können darüber sprechen, sie können offen damit umgehen, weil sie auch sehen, an meinem Beispiel, an wenigen anderen, dass man sowohl homosexuell sein kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein erfolgreicher Profifußballer. Und das soll auch jungen Spielern Mut machen. Es ist auch für meine Familie und für mein Umfeld unwichtig, dass ich über meine Homosexualität spreche. Wichtig ist es nur für die Leute, die homophob sind, andere ausgrenzen aufgrund ihrer Sexualität. Und die sollen wissen, sie haben jetzt einen Gegner mehr. Bundesaußenminister Steinmeier reist heute zum ersten Mal in seiner neuen Amtszeit nach Griechenland. Er will unter anderem Ministerpräsident Samaras treffen und mit ihm über den Stand der Reformprogramme sprechen. Das hochverschuldete Griechenland hatte gestern offiziell für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Während des Festaktes protestierten hunderte Menschen gegen die nach Athen gereisten EU-Spitzenpolitiker. Die Demonstranten forderten außerdem ein Ende der Sparauflagen. Der frühere Verteidigungsminister de Maizière ist am Abend mit einem großen Zapfenstreich geehrt worden. Das höchste militärische Zeremoniell fand in Anwesenheit seiner Nachfolgerin von der Leyen am Berliner Bendlerblock statt. In seiner Abschiedsrede räumte er ein, dass in der Bundeswehr vieles nicht in Ordnung sei. De Maizière war knapp 3 Jahre lang Verteidigungsminister. Seit 3 Wochen leitet er das Innenressort. Bundeskanzlerin Merkel wird in den kommenden Monaten zu einem Besuch nach Washington reisen. US-Präsident Obama habe Merkel bei einem Telefonat eingeladen, erklärte Regierungssprecher Seibert. Merkel habe die Einladung angenommen. Das deutsch-amerikanische Verhältnis war in den vergangenen Monaten überschattet von den Ausspäh- und Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA. Dabei war auch bekannt geworden, dass Merkels Handy überwacht worden sein soll. Russland hat im UN-Sicherheitsrat erneut eine gegen die syrische Regierung gerichtete Erklärung verhindert. Ein von Großbritannien eingebrachtes Papier sah vor, die jüngsten Luftangriffe des Regimes auf Rebellen in Aleppo zu verurteilen. Dabei sollen 700 Zivilisten getötet worden sein. Moskau kritisierte, dass die Regierung in Damaskus einseitig angeprangert werde. Russland und China haben immer wieder Beschlüsse des Sicherheitsrates zum Syrien-Konflikt verhindert. Die eisige Polarluft hat noch immer das Leben im mittleren Westen der USA im Griff. Ein Ende der Kältewelle ist aber in Sicht. In New York waren es gestern statt minus 25 nur noch minus 12 Grad. Rund um Manhattan brechen sich die Schiffe durch das Eis des Hudson River. Der Flugverkehr ist weiter stark beeinträchtigt. Noch ist an einen normalen Alltag nicht zu denken. Die Wetteraussichten.
Im Süden und Südosten mitunter freundlich, sonst wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Gewitter, 7 bis 16 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.